Also das hier ist einer der schönsten Mercedes Cabriolets aus meiner Sicht, die jemals gebaut wurden. Als sie auf die Straße kamen, war ich 10 Jahre alt. Die gab es ja von 1969 bis 1971. Das ist ein so prachtvolles Auto, vor allen Dingen er hier. Er ist voll restauriert in Deutschland, bis auf die letzte Schraube. Es ist ein Original-Cabrio. Da sind nur 1250 Fahrzeuge gebaut worden. Er ist nicht in die USA gegangen. An der deutschen Geschichte müssen wir jetzt recherchieren. Wir wissen aber 100% laut Datenkarte, dass es ein deutsches Auto ist. Dadurch hat er keine Klimaanlage. Aber schaut euch mal die Konstellation an. Der Chrom ist neu, das ist alles gemacht und es ist alles so restauriert, wie es im Original auch gebaut wurde. Jetzt muss ich wieder mal das Original, das Wort verwenden. Ich weiß leider kein besseres dazu. Laut Datenkarte kann man sagen, er hat die richtigen Nebellampen vorne drin. Mit den US-Scheinwerfer ist er meistens ausgeliefert worden. Auch in Deutschland war das möglich. Das kam ja eigentlich erst vom 6,3 Liter. Und schaut euch mal dieses Cabriolet hier in der Sonne an. Also das ist ja wirklich ein absoluter Traum. Es ist ein richtig großes, viersitziges Mercedes Cabrio. Die heutigen Mercedes Cabrios haben gar nicht mehr so viel Platz, die sind viel, viel enger. Der hat einen riesigen Kofferraum und dann haben wir hier einen Besitzer, der hat das Auto wirklich so edel machen lassen. Er hätte auch ein schwarzes Dach draufsetzen lassen können. Nein, er hat es in Grau gemacht, passend zum Anthrazit, zur Anthrazitfarbe außen. Und das Leder heißt, wie gesagt, Cognac. Das ist cognacfarbenes Leder, also ein wunderschöner Wagen. Wir fahren jetzt noch ein bisschen damit. Wir haben ein Wertgutachten über 460.000 €, ziemlich aktuell, aber das Auto kostet unter 400, das sei mal gesagt. So ein Auto bekommt man natürlich nicht für 200, den Rest, das müssen wir besprechen bei uns in Beuerberg. Aber ich glaube mal, ein besseres Fahrzeug am Markt wüsste ich im Moment nicht. Auto ist sensationell schön, er fährt auch so, ich habe es eben gerade probiert. Er hat eine 8-Zylinder-Maschine mit 200 PS, ist ungefähr in 8 Sekunden auf 100 gewesen. Ist gut 200 Stundenkilometer Spitze schnell gewesen. Also war auch ein sehr, sehr schnelles Mercedes Cabrio. Den könnt ihr heute noch auf Autobahnen bewegen und benutzen wir einen ganz normalen Wagen. Den könnt ihr, wenn ihr wollt, auch als Gebrauchsklassiker fahren. Aber in der Qualität, in dem Restaurierungsstand, wie er ist und dann auch farblich, also wunderschön. Ich glaube, dass es das nicht ohne weiteres wieder gibt. Die Autos waren sowohl als Coupé als auch als Cabrio sehr, sehr gesucht. Und weil die Cabrios heute so teuer sind, die Original-Cabrios, gibt es doch einige, wo man dann das Dach kurzerhand vom Coupé abgeschnitten hat. Und die Autos kosten nur längst nicht das und haben auch längst nicht die Originalversteifung wie ein echtes Cabrio. Da müsst ihr immer gucken. Original Cabriolet hat die Nummer 027 in der Reihenfolge und ein Coupé 026. Also wenn euch ein Cabrio angeboten wird mit einer 026er Nummer, Vorsicht, das ist ein Coupé. Oder wenn hier vorne ein Schiebedachschalter im Cabrio ist, ist auch was nicht richtig. Da müsst ihr auch aufpassen. Ja, also unser Auto zeigt sich wirklich in einem neuwertigen Zustand. Der Wagen ist vor einigen Jahren voll restauriert worden von einer absolut renommierten Adresse, die ich kenne, die schwerpunktmäßig bei Mercedes unterwegs ist. Hier könnt ihr sehen auf dem Tacho 33.200 Kilometer. So viel ist das Auto gefahren seit der Vollrestaurierung. Also ist natürlich schon mal gut eingefahren, kann man sagen. Aber schaut euch mal an, ob das hier der Chrom ist bei den Schiebereglern für die Heizung, die sitzt hier vorne. Das ist alles neuwertig. Ob das Holz ist, es ist neuwertig und wirklich von erlesenster Qualität. Ob es das Becker Grand Prix ist, voll restauriert in einem Top-Zustand. Ob es die schönen Armaturen sind, die alle neuwertig sind. Wenn so ein Auto älter ist und auch viel bewegt wurde, haben die dann öfter mal Pickerchen überall. Das hat er nicht. Man hat hier damals alles original Mercedes Neuteile reingebaut. Und das gleiche gilt auch für dieses wunderschöne weiße Lenkrad, was natürlich optisch toll passt zu dem ganzen Auto. Ja, hier hat er die Mittelautomatik noch mit der schönen Chromschaltkulisse. Die ist ja später bei den Nachfolgemodellen aus Plastik gewesen. Das ist alles noch Chrom. Das ist halt eben noch ein Auto, da hat man aus dem Vollen geschöpft und hat Materialien verwendet, die dazu geführt haben, dass man wirklich stolz war, so einen Wagen fahren zu können. So, jetzt kommt ein Smart. Das ist heute die neue Generation Mercedes, die sieht so aus. Na gut, also ich meine, das ist der letzte Wagen, also aus meiner Sicht der letzte Wagen, der höchstwertig gebaut wurde. Er hat elektrische Fenster hier, aber ich benutze die gerade, ihr seht das hier, damit es nicht zieht. Dann hat er ein gefüttertes Verdeck oben. Alles aus Originalstoffen. Original Sonnenland ist immer verwendet worden von Mercedes. Und man merkt also, wie er hier fährt, die 8-Zylinder-Maschine säuselt dahin. Der Wagen, der befindet sich wirklich in einem hervorragenden Zustand.
Der ist also nicht nur optisch, Karosserie, Lack, das ganze Fahrwerk ist erneuert worden. Jedes Detail, was nicht in Ordnung war, ist gemacht worden. Es sei vielleicht erwähnt, ein Auto in dieser Qualität, die gibt es ja auch bei Brabus heute zu kaufen. Da verlangt man dann um die 700.000 Euro. Also 700.000 Euro kostet unser Auto bei weitem nicht. Ich weiß ja manchmal nicht so ganz, wie man auf diese Preise kommt. Aber diese Autos, weil sie so selten sind und weil man sie wirklich toll benutzen kann, haben ihren Wert und die werden ihren Wert auch behalten. Und dann ist ja, wenn der dann noch in so einer tollen Farbkonstellation ist, wie ich finde, ist so ein Wagen einmalig schön. Also ist ein Auto, da könnt ihr euch hier in München auf die Autobahn setzen, nach Hamburg fahren und ihr braucht genauso 7 bis 8 Stunden wie mit einer modernen S-Klasse oder wie mit einem modernen Tesla oder was auch immer ihr fahrt. Vielleicht mal was zu den technischen Werten. Der Wagen hat einen Verbrauch von, ich sag mal, drumherum 16 bis 18 Liter. Das braucht er einfach. Wenn er ihn nun ganz langsam fährt, hat er vielleicht 15 Liter. Wenn er drauf tretet, vielleicht auch 20 Liter. Aber ihr könnt mit dem Wagen 200 Stundenkilometer schnell fahren. Das war damals eine ganz, ganz neue Maschine. Der erste V8 bei Mercedes und der ist dann ja weitergebaut worden im 350 SE, im 350 SL, Baureihe 107 bis zum Jahr 1980. Also das ist eine Maschine, die hatte erst hier ihren Anfang und ist noch über 10 Jahre weitergebaut worden, weil er läuft sehr, sehr seidig, der Motor, und hat ein gutes Drehmoment, er zieht wirklich gut durch. Das ist ein Auto, was man wirklich gut bewegen kann. Übrigens noch nett aus den 60er Jahren, hier das Mittelinstrument. Das ist ja hier die Lederbrille, wo links der Drehzahlmesser ist, bis 6.500. Da vorne haben wir den Tank, da unten ist Öldruck, da ist die Temperatur, oben links und rechts waren die Blinker, das könnt ihr hier sehen. Also das ist noch aus den 60er Jahren. Hinten auch noch die angedeuteten Flossen bei dem Wagen, sind ja auch eigentlich noch 60er Jahre Zeitzeugen. Aber das macht das Schöne an diesem Wagen aus. Also er hat die Technik schon der 70er Jahre, aber noch das Design der End-50er, Anfang 60er Jahre. Ja, also ich finde, einer der schönsten Cabrios, die Mercedes jemals gebaut hat, und er fährt auch ganz, ganz elegant und sehr, sehr entspannt und bequem. Man hat diese tollen, schweren Ledersitze aus originalem Leder hier, das könnt ihr sehen, mit den schönen Armlehnen, wo ich hier drauf lehne. Also man sitzt hier wirklich wie in so einem Clubsessel, und wenn man da mal drauf tritt, das können wir gleich mal machen, der geht auch gut nach vorne. Schau mal, der beschleunigt richtig, da kommt richtig was. Das geht jetzt so weiter bis gut über 200 und trotzdem ist er leise, das Verdeck pfeift nicht. Also wirklich ein toller Wagen. Übrigens bei dem Auto hier auch die Sonnenblenden auch aus Leder. Das hat man danach dann geändert, da war das alles aus Plastik. Hier ist der Fensterrahmen, hier oben, der außen aus schwerem Chrom ist hier alles aus Leder. Und auch hier, schaut euch das mal an, noch die schönen Ausstellfensterchen, auch alles schön in Chrom gehalten. Da waren Wagen eben noch aus Metall und nicht aus Plastik wie heute. Das macht eigentlich den wesentlichen Unterschied. Man hatte den Eindruck, dass man was kauft, was lange hält. Und das ist auch der Punkt. Das Auto ist ja mittlerweile hier über 50 Jahre. So was hält wirklich tatsächlich lange. Man muss es halt nur pflegen. Ja, und da müsste man mal drüber nachdenken in der Automobilindustrie, ob man nicht wieder nachhaltige Autos baut von anderer Qualität, die aber dann in 50, 60, 70 Jahren als Oldtimer immer noch benutzt werden und gefahren werden können. Das ist bei dem Auto hier auf jeden Fall möglich. Das ist so, auch diese Panoramascheibe ist ja typisch 60er Jahre. Man hatte sich damals auch nicht nehmen lassen, das hier mit edlen Hölzern zu verkleiden. Das geht dann hier oben in Leder weiter. Das ist einfach im Detail toll gemacht. Übrigens hat das Auto damals 35.000 Mark gekostet. Wenn ihr euch den damals neu gekauft habt, 35.000. Der 6,3 Liter Mercedes mit der schweren Maschine M100 kostete 39.000. Und es sind ja weltweit nur relativ wenige von dem Wagen hier gebaut worden. Die meisten in den USA. In Deutschland hat man die Autos im Straßenverkehr damals so gut wie gar nicht gesehen. Also jedenfalls nicht als Cabrio. 3,5 Liter Coupés gab es doch schon einige. Auch einer der schönsten und elegantesten Coupés, die jemals gebaut wurden. Das Tolle hier an dem Wagen ist halt eben die Farbe, wie ich meine. Die Farbkonstellation neben der wirklich erstklassigen Qualität. Ja, jetzt mal einen kleinen Blick für euch in den Motorraum. Schaut mal hier hinein, das ist auch alles wirklich absolut neuwertig. Das ist ein 3,5 Liter Motor. Fahrgestellnummer 027, darauf müsst ihr immer achten. Ist übrigens ein sehr spät gebautes Auto von 1971, danach war Ende. Hat auch eine ganz besondere Batterie, die man nicht laden braucht, hat mir der Eigentümer erklärt. Dieses Miniteil, das ist ja nun auch mittlerweile hier die Zukunft.
Der Motor ist übrigens neu. Das ist ein Daimler-Benz Werksaggregat, ein neues gewesen, weil der alte war einfach aufgefahren. Und man muss dazu sagen, das Auto hatte mal die Nummer 050, der war mal weiß. Aber da er dann sowieso komplett renoviert werden musste, hat man gesagt, gut, dann machen wir wirklich die optimale Farbe und die optimale Qualität bei dem Auto. Deswegen sieht der Wagen heute so aus, wie er jetzt ist. Also hier am Heckdeckel könnt ihr sehen, 3,5 heißt bei diesen Autos immer 8-Zylinder-Maschine, 280 SE, S-Klasse Cabrio. Hier hinter ist der Deckel, könnt ihr sehen, zum Tanken mit den ganzen Luftdrucktabellen. Also im Detail alles wirklich neuwertig. Auch hier der Chrom, die Rückleuchten. Schaut euch mal die Stoßstangen, das ist alles fabrikneu. Und alles Originalware, nicht irgendwelche Nachbauteile oder so, sondern original made bei Daimler-Benz. Ja, so sieht so ein Auto aus. Jetzt schaut mal hier von dieser Seite vielleicht noch mal hinein. Dieses wunderschöne Leder hier vorne. So sieht das aus. Der Wagen ist ja ganz, ganz leicht benutzt worden. Nur Original-Teppichschlinge, originales Wurzelholz. Und das wirklich in einer Qualität, das ist wirklich toll. Wir haben den Wagen jetzt noch nicht im Service gemacht gehabt. Der muss noch sauber gemacht werden. Der wird noch mal aufpoliert, gereinigt. Das haben wir nicht gemacht. Aber das werden wir die nächsten Tage machen. Da ist der Wagen noch perfekter. Schaut euch das mal an. Also das ist wirklich ein Bild von Auto. Eine wunderschöne Linie. Eine wunderschöne Linie. Ja, das könnte man dann auch erzählen. 3.5er haben wir ja doch nun schon einige gehabt. Es gab sie ja als Limousinen, als Coupés. Bei Limousinen 300 SEL 3,5 hatten wir kürzlich in dunkelblau. Haben wir auch sofort weiterverkauft. Hatte auch 200 PS, hatte auch 205 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit. Die meisten dieser Autos haben ja Automatik und er fährt sich wirklich sehr, sehr bequem, sehr, sehr entspannt. Ein vollwertiges Reiseauto, wenn ihr eine große Familie habt, 4 Personen, passt das auf jeden Fall. Ach so, das Auto hat alle nötigen Unterlagen, hat ein Checkheft, hat ein Bordbuch, hat die Originalprospekte aus der damaligen Zeit, die sehr, sehr selten sind. Das ist alles vorhanden. Der Besitzer ist jemand, der sehr aufs Detail geachtet hat und das spürt man, das merkt man diesem Auto an. Tja, was soll ich noch sagen? Weil mir fällt echt nichts ein heute. Obwohl, hab ich nicht schon alles gesagt? Ich weiß gar nicht. Hab schon alles gesagt, ja. Dann genießt noch mal ein bisschen die Fahrt hier mit uns, wie man so schön durch diese Landschaft gleitet. Ich finde das ein bisschen doof, dass heute Morgen nicht die Sonne scheint. Aber es hat gestern fürchterlich geregnet und ich dachte, das Wetter wird heute besser. Aber man merkt, jetzt ist der Sommer doch so langsam vorbei, der Herbst kommt auf. Also es ist ein Auto, ich sag mal, zu dem habe ich 100%iges Vertrauen hier. Das ist ein Wagen, der wirklich super läuft. Man merkt, da haben Leute dran gearbeitet, die wissen, wie sie es richtig machen. Es gibt ja heute eine Menge, ich meine, die holen auf im Ostblock, sage ich mal. Aber das Problem ist, dass sie technisch oft sich nicht so auskennen. Und dann sind die Autos eben einfach nicht so dann zusammengebaut, wie sie im Original gehören. Das spürt man hier einfach. Hier haben Leute dran gearbeitet, die genau wissen, wie es gehört, à la Daimler-Benz. Und das ist normalerweise, oder ich sage für mich zumindest, ganz, ganz wichtig, dass das Auto immer noch diesen Originalcharakter hat, der zu dem Wagen gehört. Und das tut er hier. Also ich merke das am Getriebe, wie das schaltet. Bremsen, er fährt exakt geradeaus. Also wirklich toll. Und man merkt es an den Reifen. Da sind nicht irgendwelche Billigreifen drauf, sondern da gehören entweder Dunlop oder Michelin-Reifen drauf. Und die kosten halt einfach Geld. Aber das hat man hier alles gemacht. Das ist eigentlich das Schöne an der ganzen Sache. Man hat nirgends gespart. Ja, jetzt haben wir wieder 15 Kilometer Probefahrt. Völlig unkompliziert, sehr entspannt. In einem prachtvollen, wunderschönen Mercedes Cabriolet, was es so in der Konstellation wie dieser sehr selten gibt. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal gesehen habe, Anthrazit-Leder Cognac, aber es ist aber eine Originalfarbe, die ist da auch wirklich so gebaut worden mit den Autos, aber sehr, sehr selten gewählt worden. Und dann zusammen mit dem Cognac finde ich total toll. Ja, unsere Probefahrt geht zu Ende. Wir sind nicht liegen geblieben, das Auto ist voll getankt. Neulich sind wir ja mal ohne Sprit liegen geblieben, das passiert auch heute mal nicht. Wirklich ein schöner Wagen. Also ich sag mal, wer einen 3,5 Liter sich wünscht,
und sagt, so ein Auto, da träume ich noch mal von, der kommt an dem Auto hier kaum vorbei. Der ist wirklich klasse. Wir sind absolut nicht zu teuer, er liegt deutlich unter 400 und dafür erhält man wirklich einen ganz, ganz tollen Wagen. Ja, unsere Probefahrt geht zu Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Da kommen schon wieder die nächsten Autos, habe ich schon wieder klingeln gehört. Alles Gute, bis zum nächsten Dreh. Euer Stefan Luftschütz und ciao.